Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir in die Tagesbotschaft fürs Kollektiv. Was darf ich weitergeben? Ja, hier zeigt sich in der Mitte schon mal was ganz Schönes. Hier kann es sein, dass man zum Beispiel, es gibt hier mehrere Definitionen, wenn ihr mit den Ämtern oder Behörden was habt, dass ihr hier einen Ausgleich kriegt, dass euch was zufließt, dass etwas gut ausgeht, dass eine Situation, wo ihr euch getrennt von etwas fühlt oder in einem Prozess, wo man auch Abschied genommen hat oder trennende Situationen einfach waren, dass da die Energie wieder aufblühender ist. Außerdem ist es natürlich für die Selbstständigen eine gute Kombi für irgendein berufliches Geschenk. Natürlich auch haben wir hier dieses, ja, wie soll ich das nennen? Dieses Thema, dass man einen Rückzug beendet, dass man Mauern sprengen kann, dass man über gute Kommunikation nachdenkt oder Kommunikation erlebt, die einen so ein bisschen aus dem Schneckenhäuschen rausholt. Kommunikation ist hier wichtig. Hier kann auch sein, dass es Einladungen gibt, Geschenke auf dem Weg sind, die einen so ein bisschen rausholen aus dem Alltag. Nachrichten, die wie ein Geschenk daherkommen. Wege, die sich eröffnen. Mit den Blumen in der Mitte natürlich haben wir eine super Ausgangsenergie für Wege, die wir vielleicht auch so nicht richtig gefunden haben, übers Nachdenken oder so. Da kommt etwas von außen, mit dem wir so nicht rechnen, und gibt uns somit die Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen, eine andere Option zu nutzen, die Unklarheiten mehr in der Vergangenheit zu lassen. Etwas klärt sich. Ups. Ja, da wo Hindernisse sind, kriegen wir eindeutig einen anderen Weg aufgezeigt. Das heißt, es kann hier sein, dass man immer wieder an die gleichen Hindernisse kommt. Die können ja aus der Vergangenheit mitschwingen und da entsteht so eine gewisse Ratlosigkeit, und hier ist die Lösung verfügbar, die Option, die nutzbar ist. Es kann sein, dass der Weg nicht gleich ganz so frei ist. Aber man sieht hier eindeutig das Weiterkommen, das Unterwegssein. Irgendwas kriegt eine Bewegung, auch für längere Zeit oder für langfristige Entscheidungen. Etwas nimmt Fahrt auf, wo vorher Stocken war. Ein Richtungswechsel. Naja, wie soll ich sagen, eine Situation, die kann jetzt immer wiederkehrend sein, in Kreisläufen verlaufen. Es kann hier sehr viel auch mit Beziehungsthemen zu tun haben, dass ihr hier irgendwo eine Trennung oder irgendetwas, was ja euch irgendwie auch allein dastehen hat lassen, gut überwindet. Hindernisse, die, ja, ich sage jetzt mal, wäre man ein Vogel, würde man über den Berg in Leichtigkeit fliegen. Und trotz allem sehe ich ja sehr viel erdende Energie, ne? Es geht hier um tiefere Lebensblockaden auch. Neue Verbindungen, die sich ankündigen. Gleichzeitig hat man hier auch die Angst, sage ich mal, oder die Befürchtung, dass etwas einen so kettet. Ne? Also das kann hier gut ein Thema sein zwischen, ich mache es lieber allein, weil sonst binde ich mich irgendwie, aber das geht hier in die Auflösung.
Hier findet man eine ideale Lösung. Schicksalshafte Situation, schicksalshafte Hindernisse. Das Schicksal spielt hier in der Zukunft eine große Rolle und bringt hier auch eine Veränderung mit, die etwas entstehen lässt, was hier wieder unter einem guten Stern steht, wo viel Klarheit reinkommt. Das Schicksal können wir nicht beeinflussen. Trotz allem sehe ich es so, dass die Veränderung, die hier liegt, uns Wege mitgibt, die wir nicht kennen. Das heißt, das Schicksal schustert uns Situationen zu, um uns auch zu zeigen, hier, wenn du immer in die gleiche Richtung fährst, wird sich nichts verändern, werden die Kreisläufe bleiben. Das ist eine große Erkenntnis, die hier liegt, ein Aha-Erlebnis und etwas, das dann auch sehr stabilisierend wirkt, wenn es vollendet ist, sagen wir es mal so. Es kann sich so ein bisschen unsicher noch anfühlen, wohin die Reise geht. Man landet vielleicht noch an einigen Zwischensteps. Wir haben hier den Fliegenpilz. Hier zeigt sich, wir haben ja den Turm in der Mitte, viel Inneres, das sich nach außen dreht oder das, was du innen drin hast, wendet sich nach außen, zeigt sich und hat sehr viel auch mit Entwicklungsprozessen zu tun, die wir so durchmachen. Ich nenne es mal Lebensblockaden. Das ist ja bei allen ein bisschen unterschiedlich gelagert. So Wiederholungen, klassische Wiederholungen von Themen können das auch sein. Und wir haben hier noch die Giraffe gekriegt. Ja, und da geht es eben auch drum. Die Giraffe hat einen langen Hals, sie sieht sehr viel. Ne? Sie guckt von oben in verschiedene Richtungen. Und hier wird so, ja, ein Kampf aufgegeben. Man wird friedlich, man löst sich von Dingen, mit denen man vielleicht auch nicht im Frieden ist. Die Giraffe bringt uns hier wirklich mit, dass wir gelassen mit Situationen umgehen können. Auch wenn es viel Info ist oder viele Gespräche oder wenn die Infos immer auch neu sind, hat man hier tatsächlich die Möglichkeit, diese Infos von allen Richtungen zu betrachten, auch von der übergeordneten Perspektive. Und hier geht es sehr viel um Vertrauen ins Leben zu haben und Stück für Stück mit diesem Vertrauen in die richtige Richtung zu gehen. Das Außen nicht so wichtig zu nehmen. Die innere Führung zeigt sich und die zeigt sich wie ein Geschenk. Also das sind Erkenntnisse, die hier einströmen, die sehr befreiend sind und auch sehr erdig. Und man darf hier seinem Weg folgen, mit sich im Reinen sein, an Hindernissen nicht zerbrechen. Auch Hindernisse können Geschenke sein. Es gibt oft Situationen, da klappt etwas nicht und im Nachhinein ist man froh, weil es noch eine bessere Lösung gibt. Der Goldammer. Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz nah bei dir in deinem Herzen an, entdecke den Schatz in deinem Innern. Also hier wird es wieder angesprochen, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.